Heute wollen wir ein wildes Bienenvolk retten. Diese Rettungsaktion ist notwendig, weil der Besitzer des Buschgrundstücks sich dort öfter mit kleinen Kindern aufhält. Deshalb möchte er die Bienen dort nicht haben. Damit uns die Rettungsaktion des Bienenvolks gelingt, müssen wir die Königin und einen großen Teil ihres Volkes in einen Bienenstock umsiedeln. Zur Unterstützung haben Werner und ich einen erfahrenen Imker an unserer Seite. Er wird uns zeigen, wie man erfolgreich Bienen umsiedelt, damit wir das in Zukunft auch alleine können. Zuerst müssen wir allerdings für glühende Kohlen sorgen. Die kommen später zusammen mit Sägespäne in den Smoker. Dafür gibt es auch spezielle Räuchermischungen. Wer sich dafür interessiert und sich über weiteres Imkerzubehör informieren möchte, findet die entsprechenden Links dazu in der Videobeschreibung. Das räuchert der speziell in der Nase. Bevor wir nun damit beginnen, uns den Weg zu den Bienen begehbar zu machen, ziehen wir vorsichtshalber einen entsprechenden Schutzanzug über. Immerhin arbeiten Werner und ich zum ersten Mal mit Bienen und wir sind nicht gerade scharf darauf, von ihnen gestochen zu werden. Nun können wir beginnen, den Weg zu den Bienen vorzubereiten. Zum Glück liegt der alte Baum nicht sehr weit im Busch, so müssen wir nur ein paar kleine Sträucher entfernen, damit wir bei einer eventuellen Flucht vor aggressiven Bienen nicht stürzen werden. Mit einer kleinen Kettensäge und einer Machete ist der Fluchtweg schnell in den Busch geschlagen. Der Busch wächst übrigens so schnell nach, dass unsere kleinen Einschnitte spätestens in einem Jahr wieder zugewachsen sind. Jetzt glühen auch schon die Kohlen. Sie kommen unten in den Smoker. Anschließend füllen wir den Smoker mit Sägespäne auf. Es funktioniert. Der Smoker produziert schöne Rauchwolken. Bevor wir den Baum aufsägen, wird kräftig Rauch in die Öffnungen des morschen Baums gepresst. An sämtlichen Löchern kommt er wieder ans Tageslicht. Der Rauch soll die Bienen beruhigen und weniger aggressiv machen. Die Bienen sind nun kräftig eingeräuchert. Es ist an der Zeit, den Baum mit der Kettensäge zu öffnen und nach dem Bienennest zu suchen. Der Rauch scheint zu wirken. Trotz des Einsatzes der Säge sind die Bienen noch sehr friedlich und stechen nicht. Der erste Blick in den hohlen Baum. Das Bienennest scheint sich aber an einer weiter hinten liegenden Stelle zu befinden. Da müssen wir den alten Baum weiter aufsägen. Die erste kleine Wabe kommt ans Tageslicht. Werner kann dem Honig nicht widerstehen und muss ihn gleich probieren. Frischer geht es wirklich nicht. Der Großteil des Nests liegt allerdings immer noch weiter hinten im Baum. Es ist also ein weiterer Schnitt mit der Kettensäge nötig. Endlich haben wir eine große Wabe gefunden. Es scheint sich aber um ein kleines Nest zu handeln. Immerhin können wir nun mit der Umsiedlung beginnen. Dazu werden die Waben vorsichtig mit dem Messer abgeschnitten und aus dem Baum entfernt. Aber diese Jungen waren noch nicht da, ne? Oder ist die Brut in diesen geschlossenen Behältern? Da ist die. Die sind so, dass die in den nächsten Tagen rauskommen. Die fressen dann den da oben da weg, ja. Das machen die selber. Und die Bienen, die so 8 bis 15 Tage alt sind, die produzieren Wachs, ja. Ja. Die anderen schon nicht. Und die gerade draußen sind, die Brut, das sind die, die Futter produzieren für die Königin. Rauch mitgekriegt. Wie man an meinem Husten erkennen kann, zeigt der Rauch eine gute Wirkung. Wird non puffer oder bloß wach? Das finde ich nicht, ne? Dann, wenn der nicht so viel Wolle, also dann können wir uns das holen. Dann wieder aufsuchen, aber das ist doch nicht so, ja.
weet niet hoe de uilen wordt. An den Waben kann man sehr schön die kleinen Bienenlarven erkennen. Die verkruipt sich goed. Die Königin scheint vor kurzem erst neue Eier gelegt zu haben. Die hat Eier gelegt. Da also sind da die kann man Eier, sehen. ja, die ganz kleinen Dinger da drin. Das bedeutet, die Drohne ist noch nicht abgehauen, die ist noch da. Die Königin. Die Königin, ja. Die sind Ganz so frische klein, Eier. dass man sie mit der Kamera kaum filmen kann. Ja, ist echt klein. Ne? Wenn die so lang wie die aufrecht stehen, dann kann man die, dann machen die eine neue, Ja, wenn da keine. da ist noch viel drin wahrscheinlich. So ist auf jeden Fall Krach da drin. Ne? Unsere bisherige Ausbeute an Waben. Es ist allerdings wirklich schwer, an das Nest zu kommen. Daher müssen wir wieder einmal schneiden. Ein paar kleine Waben finden wir noch. Viel mehr ist aber nicht vorhanden. Das ist Honig zum Essen. So Fähre und so, ja. Schmeckt gut. Ja, ich habe auch gerade schon probiert. Es ist wirklich ein kleines Nest. Dan mag je nu bellen, wat moeten we dan? Wichtig ist nun noch, die Königin zu finden. Door, ja? Wil je hem of zo en door of zo? Weil die Bienen sich weit in den Stamm hinein zurückgezogen haben, müssen wir nun größere Geschütze auffahren, um den Stamm zu zersägen. Hier zijn stinkvliegen gewesen. Dit is van stinkvliegen. Ja. Stinkvliegen haben hier auch Nest gehabt. Ja. Schweißfliegen. Schweißvliegen. Dabei kommt ein altes Stinkfliegennest zutage. Diese Stink- oder auch Schweißfliegen genannt, sollen ebenfalls einen sehr leckeren Honig produzieren. Ihr Nest ist aber verlassen und leer, daher konzentrieren wir uns auf die Suche nach der Bienenkönigin und versuchen sie mit dem Rauch aus den hohlen Baum zu treiben. Immer weiter zerteilen wir den morschen Baum. Endlich kriechen die Bienen heraus. Die Königin ist aber leider noch nicht dabei. Immer mehr Bienen kommen heraus und mit Hilfe einer speziellen Zange wollen wir nun die Königin einfangen. Die Königin ist für die Umsiedlung von großer Bedeutung, da ohne sie der Rest des Bienenvolks nicht in den Bienenstock ziehen wird. Die Sprache im Hintergrund ist übrigens ein plattdeutscher Dialekt, der von der deutschstämmigen Bevölkerung im paraguayischen Chaco gesprochen wird. Die Königin haben wir noch nicht gefunden, aber es wird Zeit, die Waben in den Bienenstock einzusetzen. Wat voor lang het één boom productie ongeveer? Nou, ik moet het hier pommel ram nemen, dat maakt veel liever, ja. Dazu werden die Waben auf die Wabenhalter gelegt und daran festgebunden. Wenn wir jetzt die Reiner einmal haben, dann müssen schon die Waben drin sein. Ja. Und damit wir die, ich meine mit der Reiner, die Riepe. Eine Wabe nach der anderen wird angebunden und so füllt sich unser Bienenstock. Ich hätte gedacht, da wäre doch ein bisschen mehr drin gewesen. Also hier hätten wir überhaupt keine Bienenanzug gebraucht bis jetzt. Bis jetzt nicht, sie sind recht friedlich, ne? Ja. Leider ist unsere Königinnenzange immer noch leer. Die Suche nach der Bienenkönigin geht weiter. Das ist wichtig, wenn wir das drauf kriegen auf der Kamera, weil danach könnten wir nachher auch wieder, wenn wir mal... Das ist immer schrecklich wichtig zu wissen. Ist sie da oder soll ich da noch irgendwo was aufmachen? Mit einem Schöpflöffel schöpfen wir nun die Bienen auf den Bienenstock. Die Bienen sind so friedlich, dass man sogar mit den Fingern in ihnen rumwühlen kann. Wenn die hier bijna ist, dann waren die gut da. Das war dann wohl ein, ja? Die ist nur ein bisschen größer, ja? Guck mal. Das liegt sicher daran, dass Werner mit dem Smoker sehr gute Arbeit leistet. Das Apparat gefällt mir. Das vertappt ihr den. Also wenn wir das nicht hätten, hätten wir schon ein paar Mal gelaufen. Ich glaube auch. Jojo. Dieser spickende Rauch, den wollen die gar nicht. Trotzdem will sich die Königin einfach nicht blicken lassen. Wo bleibt die Königin? Sie ist noch da, ja?
Daher werden wir nun unsere Taktik ändern und unseren Bienenstock vor den aufgesägten Stamm positionieren. Wir hoffen, die Königin so mit dem Rauch in den Bienenstock zu treiben. Oh, jetzt brennt es. Der Rainer kommt fliehen? Oh, ja. Wenn in dem Video von Reina die Rede ist, dann ist damit die Königin gemeint. In Paraguay wird Spanisch gesprochen und auf Spanisch heißt Königin halt Reina. Obwohl sich viele Bienen außen auf dem Stamm tummeln, sind immer noch zahlreiche von ihnen im Stamm verborgen, sodass nun wieder der Schöpflöffel zum Einsatz kommt. Immerhin kommen so nach und nach die ersten Bienen in den Stock. Die Zange wartet auf ihren Einsatz. Aber bleibt leider leer. Nochmals wird die große Säge benötigt. Gut, dass der Baum so morsch ist. So lässt er sich gut zerlegen. Jetzt ist der komplette Hohlraum geöffnet. So kommen wir nun auch in die letzte Ecke des Baums. Da sind die allermeisten. Ja, ich weiß, hier. Der wird hier sein, ja. Ja, der wird da. Da wird er sein. Überall krabbeln die Bienen. Der ganze Stamm ist voll von ihnen. Hier unten drunter ist auch alles voll unter dem Baumstamm. Ja. Ah, ganz unten? Ganz unten, ja, da ist richtig viel. Von hier siehst du wirst sie wahrscheinlich gar nicht sehen. Die sind hinter der... Ja. Ja, jetzt kommen die hoch. Ah, jetzt kommen die hoch? Jetzt kommen die hoch, ja. Aber wo ist die Königin? Langsam kamen immer mehr Bienen von alleine in den Bienenstock. Da kann het hier blijven. En dan man drinkt wat je dat hier al. Damit es schneller geht, helfen wir mit dem Schöpflöffel noch etwas nach. Dat is zo, ja, Faust. Die Bienen sind immer noch so friedlich. Selbst diese auf Werners Rücken hat nicht gestochen. Das ursprüngliche Einflugsloch der Bienen. Herr Rempel sagt, dass die Bienen noch nicht lange dort wohnen, weil das Loch nicht dunkel ist. Wären die Bienen länger in dem Baum, dann wäre das Loch dunkler. Die ist tot. Die ist tot, die muss die weg, ja. Mhm. Also die will die wegräumen. Bienen achten sehr auf die Hygiene im Stock. Daher werden die toten Larven oder Bienen weggeflogen. Auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist, die schwere Last zu transportieren, gibt die Biene nicht auf. Ist nur zu schwer, sonst würde sie schon fliegen. Ja. Wat is er met die dan? De wasvieren? Waschpflege, ja. So. Langsam krammeln immer mehr Bienen von alleine in den Bienenstock. Daher machen wir nun Schluss mit unserer Suche nach der Königin. Wir lassen den Bienenstock ein paar Tage so stehen und hoffen, dass die Königin von alleine einziehen wird. Ein paar Tage sind vergangen und wir kehren zum Bienenstock zurück, um zu gucken, ob die Bienen mit ihrer Königin eingezogen sind. Rein und rausfliegen. Alle wegen ein paar rum, ja. Am Eingang sind ein paar Bienen zu erkennen. So, und dann werde ich mal einmal aufmachen. Werner öffnet den Kasten. Auch innen sind Bienen zu sehen und vor allem zu hören. Ja, da sind auch welche. Man hört, dass die da am
Ja, da brummt's. Jetzt wird der Eingang verschlossen, um die Bienen abtransportieren zu können. Gut verschlossen wird der Bienenstock nun auf die Ladefläche gestellt. So, jetzt fahren wir ganz langsam bis dort, dann stellen wir den ab. Die Bienen sind an ihrem neuen Zuhause angekommen. Vorsichtig stellt Werner den Bienenstock auf den Ständer. So, dan kan nog een kast en nog een erin. Wat dat opmokken, dan moeten we er maar trainen dat we op eenmaal worden ranen moeten. Oh, die sind ganz zahm. Mhm. Langsam kommen die ersten Bienen aus dem Stock. 2 sind rausgeflogen. Die ersten kommen raus. Ja, pass mal auf, dass die, wenn die auf einmal nervös werden, dann müssen wir hier verschwinden. Ne? Könnte sein, aber die kommen. Wir werden die jetzt mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ja.